Es ist meistens weiter weg vom Fluss. Also dann bekommt man so ein Angstgefühl, wo ich mir Gedanken mache, dass ich irgendetwas fahren will und dann mir plötzlich überlege, was denn alles könnte passieren. Was ist das Schlimmste, was passieren beim Kanufahren? Das Schlimmste, was passieren beim Kanufahren, ist ganz klar Sterben. Ich war unterwegs, für die Weisse Lütschine zu fahren. Das erste Mal im Jahr. Es hatte einen guten Wasserstand. Und als ich auf dem Hinweg war, hatte ich plötzlich so das Gefühl, was ist, wenn sozusagen eben der Tag X ist, heute für mich. Und ja, in dem Moment ist mir so der Fluss ziemlich etwas mehr Grosses in meinem Kopf gewesen, etwas Gefährliches sozusagen für mich. Schlussendlich bin ich dann gleich an dem Fluss gewesen. Und als ich dort war, ist das wie alles weg gewesen. Die ganze Angst sozusagen. Sondern dann war nur noch der Fluss dort gewesen. Und als ich auch den Fluss gesehen habe, ist sich auch wie alles wieder viel mehr relativiert. Wieso mache ich diesen Sport und sicher auch auf dem Niveau, wo irgendwo ein gewisses zusätzliches Risiko dazukommt als zum normalen Leben? Ich glaube, das ist nicht der Fokus in dem Moment, sondern der Fokus liegt auf dem, was gibt der Sport noch mehr, als wenn ich ihn nicht machen würde. Also die ganzen Erlebnisse, einfach meine intrinsische Motivation von einer Aufgabe zu meistern. Und die Aufgabe ist jetzt das Kanufahren. Wie besser ich darauf vorbereitet bin, wie besser ich trainiert bin, wie höher mein Skill-Level ist, desto einfacher wird sozusagen so eine Aufgabe oder desto lösbarer wird so eine Aufgabe. Mein Ziel ist es grundsätzlich, mein Leben so zu leben, dass ich jeden Tag gerne lebe und gerne unterwegs bin. Und wenn es dann irgendein Tag mal so weit ist, dass es vorbei ist, dann ist es halt so gewesen. Dann habe ich aber jeden Tag vorher gelebt. Oder? Und darum ist, denke ich, nicht eine Angst. Ich denke, ich habe sicher Respekt. Jetzt so, wie ich heute als ich bin, nein, ich könnte nicht glücklich sein ohne diesen Sport. Ja, aber diesen Sport, den brauche ich in meinem Leben und der gehört zu mir. Viel hat sich immer ums Kanufahren gedreht. Und ich habe viele Erfahrungen gemacht im Kanufahren, die mich zu dem machen, wo ich heute bin, zu der Person, die ich heute bin. Kajaken ist definitiv ein Gefühl von Freiheit. Also ein gewisses Können brauchst, um dorthin zu kommen. Und je besser du bist, desto freier kannst du dich grundsätzlich bewegen. So, also eine Bewegungsfreiheit. Wie auch sicher eine mentale Freiheit. Auf dem Wasser habe ich noch nie irgendwie ein Gefühl von Angst gehabt. Also das Erste ist, ich schaue den Fluss wie ein mathematisches Problem an. Das heisst, ich schaue es mal an, was sind die Gegebenheiten, wo sind Strömungen, wo sind Entscheidungsmöglichkeiten, gehe ich rechts, gehe ich links, wo kann ich wieder anhalten. Aus diesen Gegebenheiten rund um den Fluss nehme ich nachher mögliche Methoden, wie man das umsetzen kann. Und bei mir ist es dann so Methoden wie, wo setze ich was für einen Schlag, wie tue ich mein Boot kippen, wo fahre ich an, in welcher Linie.
wenn ich dann die Methoden habe, wie man das kann lösen kann, dann muss ich für mich wissen, dass ich von mir überzeugt bin, dass ich das Potenzial habe oder die Skills, die Leistungsanforderung, um es so zu machen, wie es braucht. Voll. Und dann braucht es ja auch keine Angst. Ich bin in so ein Loch hineingekommen, das mit Boot einfach nicht ausgereicht hat, dass ich dort selber, also mit Boot selber rauskomme. Ja. Und das Boot ist dann flussab und ich bin dann das Land. Überschätzt, ja, sicher zu einem Teil. Und schlussendlich eben, vielleicht ist es auch das Gewissensrisiko, das einfach passieren kann. Wir sind den Kajaks und das Material retten, weil das Material hat einen gewissen Wert und andererseits es ist Plastik. Und durch das, wenn es einfach auch im Fluss lässt, ist es eine gewisse Umweltverschmutzung. Oder? Und logisch nicht, es hätte noch sozusagen wieder schlimmer können werden, weil irgendwie wieder etwas Dummes passiert. Ja. Das Risiko ist eine Investition, die sozusagen mehrfach zurückkommt als Glück und Erlebnis. Und durch das sozusagen eigentlich auch das aufwiegt. Also wenn ich sozusagen jetzt so kann 4-mal glücklich sein am Tag für 25 Jahre, dann ist es sozusagen gleich viel wert, wie wenn ich einmal am Tag glücklich bin oder Freude habe über 100 Jahre. Oder? Wenn man es so ein bisschen so rechnen kann.
won't stop, so gonna get on the ride. Twisting and turning through life. No matter how rough it gets, I'll get by. Home moves with me where I roam. It's in every dream I make my own. I'm never alone. I know that every day will always bring me something new.